Hallo, Stefan Pietrek hier und willkommen zu 5 legendäre Songs für Gitarrenanfänger, aber natürlich nicht nur für Gitarrenanfänger. Also 5 Lieder, die du mit ziemlicher Sicherheit schon oft gehört hast. Also falls du bisher nicht völlig taub durchs Leben gelaufen bist. Mit wenigen einfachen Akkorden, die auch mit einer mindestens genauso einfachen Schlagbegleitung richtig gut klingen. Aber ein Tutorial von mir wäre kein Tutorial, wenn ich nicht auch für die nicht mehr ganz blutigen Anfänger ein paar etwas speziellere Begleitanschläge und auch was Zupfiges mit eingebaut hätte. Also bleib dran und arbeite dich durch das komplette Video. Oder such dir einfach einen Song raus, egal. Setz aber auf jeden Fall jetzt schon dein Like unter das Video, weil du weißt es, nachher vergisst du das wieder und haust ohne Like und Kommentar hier einfach wieder ab zum nächsten Video. Hymn von Barclay James Harvest, ein wirklich genialer Song. Und ein ebenso genial einfach zu spielender und auch zu singender Song. Da ist absolut nichts Kompliziertes, auch wenn sich das für den einen oder anderen vielleicht so anhören mag. Ist es nicht? Denk nicht drüber nach, leg einfach los. Akkorde hier, E-Dur. Zeigefinger, erster Bund G-Seite, Mittelfinger, zweiter Bund A-Seite und Ringfinger, zweiter Bund D-Seite. E-Sus 4. Zum E-Dur greifst du mit dem kleinen Finger den zweiten Bund der G-Seite. Ja, da greift auch schon der Zeigefinger im ersten Bund. Egal, lass ihn liegen, du brauchst ihn noch und greife mit dem kleinen Finger zusätzlich. Dritter Akkord, A-Dur. Zeigefinger, zweiter Bund D-Seite, Mittelfinger, zweiter Bund G-Seite und Ringfinger, zweiter Bund B-Seite. Der Anschlag geht über 2 Takte, also zumindest wenn man es so notiert wie ich, nämlich in Achtel und nicht in Sechzehntel, wie bei Hymn normalerweise üblich. Ich finde es so einfacher darzustellen und darum mache ich das auch so. Erster Takt, 1, 2 und 3, 4 und ab, ab, auf, ab, ab, auf. Und zweiter Takt, 1 und 2 und 3 und 4 und ab, auf, ab, auf, ab, auf, ab, auf. Und beide Takte zusammen. 1, 2 und 3, 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Im Lied läuft das dann genauso durch, also immer im Wechsel Takt 1 und Takt 2. Im Intro spielst du einen Takt E-Dur und dann einen Takt E-Sus 4. Das klingt dann folgendermaßen. Mal ein bisschen schneller. Das spielst du dann 4-mal, wenn du es genauso machen willst wie Barclay James Harvest. Ich mache es meist nur 2-mal. Reicht auch, also je nachdem. Dann kommt auch gleich die Strophe mit 2 Takten E-Dur, passt ja auch genau mit dem Anschlag. Und dann ein Takt A-Dur und ein Takt E-Dur. Bei A-Dur spielst du dann den ersten Anschlagstakt und bei E-Dur einfach den zweiten. Dann 2 Takte A-Dur und E-Dur und E-Sus 4. Diese 8 Takte werden dann wiederholt.
Danach kommen 4 Takte A-Dur, zweimal den kompletten Anschlag. Und dann wieder E-Dur und E-Sus4, zweimal. Und fertig ist die Strophe. Einmal komplett. Noch kurz zum Songablauf. Intro, dann insgesamt 6 Strophen und Outro. Das genauso gespielt wird wie das Intro, nur länger. Lady in Black von Uriah Heep gehört natürlich in jedes Gitarrenanfängersortiment. Vielleicht sogar noch leichter zu spielen als Hymn, zumindest mit dem Basisanschlag. Als Alternative biete ich dir hier zusätzlich den neuen Originalanschlag, der dann doch ein bisschen mehr Stimmung macht als der ganz einfache. Neues Original, weißt du vielleicht, Lady in Black wurde vor ein paar Jahren nochmal neu aufgenommen, mit eben diesem Anschlag. Übrigens zu Lady in Black habe ich vor ein paar Jahren schon ein ausführliches Tutorial zur Originalbegleitung gemacht, also so mit Übergang und Pipapo. Falls du da Interesse hast. Also den Link, den findest du in der Videobeschreibung, wie immer. Bevor wir die Anschläge besprechen, kurz zu den Akkorden. Es sind nur 2. Und zwar A-Moll, Zeigefinger, 1. Bund B-Seite, Mittelfinger, 2. Bund D-Seite und Ringfinger, 2. Bund G-Seite. Und der zweite Akkord G-Dur, Mittelfinger, 3. Bund tiefe E-Seite, Zeigefinger, 2. Bund A-Seite und Ringfinger, 3. Bund helle E-Seite. Und wie immer an dieser Stelle auch den alternativen G-Dur-Akkord, wie ich ihn greife, nämlich mit Ringfinger, Mittelfinger und kleinem Finger. Der Anschlag für den absoluten Gitarrenanfänger geht folgendermaßen. Ab, ab, auf, ab, auf, ab, auf. Oder gezählt 1, 2 und 3 und 4 und... Im Intro spielst du 4 Takte A-Moll. Oder eben auch nur 2, wenn dir das zu lange ist. Denn in der Strophe, da kommen dann gleich wieder 4 Takte A-Moll. Und die kannst du nicht abkürzen. Dann 2 Takte G-Dur. Und wieder 2 Takte A-Moll. Diese 8 Takte dann nochmal, also 4 Takte A-Moll, 2 Takte G-Dur und 2 Takte A-Moll.
schon die Strophe. Im Refrain, in dem auch nur A gesungen wird, spielst du zuerst auch ein A, nämlich A-Moll, 2 Takte, G-Dur einen Takt, A-Moll 2 Takte, G-Dur einen Takt und A-Moll 2 Takte. Ich spiele den Refrain komplett vor. So, jetzt noch zum Originalanschlag. Wer sich das zutraut, auf jeden Fall mal ausprobieren. Wenn nicht, bleib am Anfängeranschlag, bis du es dir zutraust. Auf die Zählzeit 1 schlägst du den Basston an. Zugegebenermaßen beim A-Moll nicht immer so einfach zu treffen, zumindest wenn man nicht dauernd hinschauen will. Deshalb versuche die tiefe E-Saite mit dem Daumen leicht zu berühren und damit abzudämpfen. Denn die klingt wirklich etwas schrottig, wenn sie mitklingt. Auch wenn der Ton E ja eigentlich zum A-Moll-Akkord dazugehört. Es klingt halt einfach nicht schön, wenn du den mit anschlägst. Punkt. Sollte die D-Saite noch mitklingen, das stört nicht wirklich. Also mach dir da keinen zu großen Kopf. Versuch die tiefe E-Saite abzudämpfen und hau rein. Also auf die 1 den Basston, auf die 2 ein betonter Anschlag. Die 3 lässt du frei, auf 3 und ein Aufschlag, auf 4 Abschlag und auf 4 und ein Aufschlag. Die letzten 3 Schläge sind dabei eher unbetont, sonst gibt es zu viel Schrummelei. Konzentriere dich dabei vor allem darauf, die hellen Saiten anzuschlagen, also keine Basssaiten mehr. Das Ganze könnte sich dann so anhören. Songablauf, Lady in Black, Intro, Strophe 1, Refrain, Zwischenspiel. Das ist einfach wieder das Intro. Strophe 2, Refrain, Strophe 3, Refrain, Strophe 4, Strophe 5 und ein Endlosrefrain. Heute hier, morgen dort. Der nächste Klassiker. Auch diesen gibt es schon als Originaltutorial hier auf meinem Kanal mit einer Zupftechnik, die ich mir genauestens bei Hannes Wader abgeschaut habe. Aber zugegeben, nichts, aber rein gar nichts für einen Gitarrenanfänger. Für diesen habe ich eine Schlagbegleitung rausgesucht, mit der ich selbst jahrelang heute hier, morgen dort begleitet habe. Einfach, aber absolut passend und nichts lenkt dich ab beim Mitsingen. Manchmal träume ich schön und dann denk ich. Das Lied steht in der Tonart G-Dur, also eigentlich. Denn Waders selbst spielt es mit Capodaster im 3. oder 4. Bund. Also das soll bitte jeder für sich selbst entscheiden. Falls du noch nicht wissen solltest, wozu so ein Capodaster gut ist, ja eigentlich, also ganz kurz, mit dem Capodaster, kurz Capo, veränderst du die Tonart eines Liedes, ohne deine Akkorde ändern zu müssen. Mit jedem Bund, den du den Capo höher setzt, verändert sich die Tonart um einen halben Ton. Wozu das Ganze? In erster Linie, um deine Gitarre, deiner Stimmlage anpassen zu können. Beispiel, heute hier, morgen dort, im 4. Bund. Da wird aus G-Dur ein B-Dur, was für einen Gitarristen normalerweise grifftechnisch etwas anstrengender wäre als G-Dur. Für Anfänger sowieso. Manchmal träume ich schwer und dann denk ich es wär. Oder Beispiel Capo im 2. Bund. Das wäre dann die Tonart A-Dur. Ginge von den Akkorden her. Aber wir bleiben hier bei G-Dur und ich mache das komplett ohne Capo vor. Wieder zuerst die Akkorde. G-Dur. Habe ich ja schon bei Lady in Black erklärt. Dann C-Dur. Zeigefinger 1. Bund B-Seite, Mittelfinger 2. Bund D-Seite und Ringfinger 3. Bund A-Seite. E-Moll brauchen wir noch. Mittelfinger 2. Bund A-Seite und Ringfinger 2. Bund D-Seite. Oder auch einfach ein E-Dur, das du ja schon kennst, ohne Zeigefinger. Und noch D-Dur, Zeigefinger 2. Bund G-Seite, Mittelfinger 2. Bund helle E-Seite und Ringfinger 3. Bund B-Seite.
Der Begleitanschlag 1, 2 und 4 und. Die Zählzeit 3 wird nicht angeschlagen, sondern gehalten und steht deshalb in Klammer. Manchmal träume ich schwer und dann denk ich sehr. Also ich habe hier kein Intro notiert, aber natürlich kannst du den ersten Akkord G-Dur erstmal 2 oder 4 oder wie viel Takte auch immer spielen, bevor du mit dem Gesang einsetzt. Ich starte hier mit der Strophe und 2 Takten G-Dur. Dann ein Takt C-Dur und wieder G-Dur. Dann nochmal G-Dur, E-Moll einen Takt und 2 Takte D-Dur. Dann die ersten 4 Takte nochmal spielen, das heißt G-Dur zweimal, C-Dur und wieder G-Dur. Dann E-Moll, D-Dur und 2 Takte G-Dur. Strophe komplett. Im Refrain dann 2 Takte D-Dur. Ein Takt C-Dur. Ein Takt G-Dur. Dann wieder 2 Takte D-Dur, C-Dur und 2 Takte G-Dur. Die letzten 8 Takte des Refrains dann genauso wie die letzten 8 Takte der Strophe. Zweimal G-Dur, C-Dur, G-Dur, E-Moll, D-Dur und 2 Takte G-Dur. Auch der Refrain einmal komplett.
Der Songablauf: Strophe, Refrain und das dreimal. Sally called when she got away. She said, I suppose you've heard. Living Next Door to Alice. Zum Welthit geworden durch Smokey 1976. Von Schlagerfans unvergessen natürlich auch die deutsche Version Tür an Tür mit Alice von Howard Carpendale. Und auch die Nonsense-Version Who the F*** is Alice dürfte noch so ziemlich jedem im Gedächtnis sein. Wie auch immer. Gitarristisch gesehen kann der Song mit einfachsten Mitteln begleitet werden, also ebenfalls ein wunderbarer Einsteigersong. Wer sich zutraut, für den habe ich dann auch noch eine schöne Zupftechnik für die Strophen und auch eine alternative Schlagbegleitung für die Refrains. Probier auch das einfach mal aus. Damit wärst du dann deutlich näher am Original. Apropos Original, um mit Smokey mitspielen zu können, benötigst du einen Capodaster im zweiten Bund. Ich benutze hier keinen. Wie immer zuerst die Akkorde. Kennst du alle schon aus den vorherigen Liedern. G-Dur, C-Dur und D-Dur. Und auch die Anschlagtechnik kennst du schon, nämlich von Heute hier, morgen dort. 1, 2 und 4 und. Im Intro dann 4 Takte G-Dur. In der Strophe dann 2 Takte G-Dur. Zwei Takte C-Dur. Zwei Takte D-Dur. Dann jeweils ein Takt G-Dur und D-Dur. Diese 8 Takte werden dann wiederholt. Und auch im Refrain genau wieder diese 8 Takte. Zweimal G-Dur, zweimal C-Dur, zweimal D-Dur, G-Dur und D-Dur. Auch die letzten 8 Takte bieten wenig Überraschendes. 2 Takte G-Dur und 2 Takte C-Dur. Dann D-Dur, C-Dur, G-Dur und D-Dur. Den Refrain nochmal an einem Stück. So, wie versprochen, jetzt noch die Zupftechnik, die du anstelle der Schlagbegleitung spielen könntest.
Allgemeine Regel für diese Zupftechnik: Daumen zupft den jeweiligen Basston des Akkordes. Das heißt bei G-Dur die tiefe E-Saite, ja, weil der gegriffene dritte Bund ist der Basston G. Bei C-Dur die A-Saite, hier ist der gegriffene Bund der Basston C. Und bei D-Dur die leere D-Saite. Der Zeigefinger zupft immer die G-Saite, der Mittelfinger immer die B-Saite und der Ringfinger immer die helle E-Saite. Auf die Zählzeit 1 dann der Basston. Auf 1 und die G-Saite, auf die 2 die B-Seite und auf 2 und die helle E-Saite. Auf die Zählzeit 3 wird der letzte Ton noch gehalten, also nicht nochmal angezupft. Auf 3 und die B-Seite, auf die 4 die G-Seite und auf 4 und wieder die B-Seite. 1 und 2 und 4 und. Die ersten 8 Takte der Strophe einmal mit dieser Picking-Technik. Die nächsten 8 Takte dann etwas schneller. Die alternative Anschlagtechnik für den Refrain ist ein bisschen basslastiger und macht so auch etwas mehr Stimmung als die vorherige. Und da ich vorher mit den Fingern gezupft habe, schlage ich diese Begleitung jetzt auch mit den Fingern an. Und zwar mit dem Nagel des Zeigefingers die Abschläge und mit dem Nagel des Daumens die Aufschläge. Und damit es dann so klingt, wie es klingen soll, solltest du hierbei unbedingt darauf achten, welchen Bereich deiner Saiten du anschlägst. Auf die 1 den Bassbereich, die nächsten beiden Schläge die hellen Saiten, dann wieder den Bassbereich und wieder die hellen Saiten. Der Refrain mit dieser Anschlagtechnik klingt dann folgendermaßen. Der Ablauf von Living Next Door to Alice, Intro, dann dreimal Strophe und Refrain. Als 5. und letzten meiner legendären Songs für Gitarrenanfänger gibt es den erfolgreichsten Hit des Jahres 1969, sagt Wikipedia. Sugar Sugar von den Archies. Auch hier gibt es keinen neuen Akkord für dich. Hier brauchst du D-Dur, G-Dur, C-Dur und A-Dur. A-Dur hatten wir doch, ne? Ja, bei Him. Auch der Begleitanschlag ist ein allbekannter, nämlich der erste Teil des Him-Begleitanschlags. 1, 2 und 3, 4 und. Aber auch hier biete ich dir einen etwas schwierigeren Anschlag an, der deutlich näher an das Original rückt. Wir legen aber los mit dem Easy-Begleitanschlag und dem Intro.
D-Dur, G-Dur und nochmal D-Dur und G-Dur. Im darauffolgenden Refrain dann nochmal diese 4 Takte. Dann ein halber Takt D-Dur und ein halber Takt G-Dur. Also 1, 2 und das D-Dur, ja? Und bei 3, 4 und G-Dur. Und dann ein Takt A-Dur. Dann ein Takt D-Dur, gefolgt von jeweils einem halben Takt G-Dur und A-Dur. Diese 8 Takte einmal im Zusammenhang. Die nächsten 8 Takte des Refrains dann genauso, bis auf den letzten Takt. Und da wird D-Dur gespielt. In der Strophe dann zuerst D-Dur, ein Takt, dann wieder halbe halbe, diesmal mit C-Dur und D-Dur. Dritter Takt, wieder halbe halbe, D-Dur und G-Dur und ein Takt D-Dur. Das gleiche dann nochmal, nur im 4. Takt dann A-Dur. Einmal im Zusammenhang. Der alternative Begleitanschlag hört sich folgendermaßen an. Ist zugegebenermaßen etwas cooler und lässt einen mit seinen abgedämpften Schlägen auf die Zählzeiten 2 und 4 doch ziemlich mitgrooven. Du machst immer abwechselnd Ab- und Aufschlag und dämpfst wie erwähnt auf die Zählzeiten 2 und 4 deine Saiten beim Abschlag mit der Handkante ab. Und entweder du schlägst mit dem Plektrum oder eben mit den Fingern, wie ich es normalerweise bei diesem Anschlag gerne mache. Der Fingernagel des Zeigefingers ist dabei für den Abschlag zuständig, der Nagel des Daumens für den Aufschlag. Die abgedämpften Schläge kannst du dann genauso machen wie beim Plektrumanschlag, also mit der Handkante. Oder hier ist es auch möglich, und so mache ich das dann,
dass der Daumen die Saiten beim Schlagen abdämpft. So, und zum Abschluss spiele ich jetzt Sugar Sugar mit dieser Anschlagtechnik nochmal vor. Das waren für heute meine 5 legendären Songs für Gitarrenanfänger. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Dann gib mir deinen Daumen, schreib was Nettes in die Kommentare und abonniere meinen Kanal, falls noch nicht geschehen. Ciao und bis zum nächsten Video.